Hallo und herzlich willkommen zu unserer Session heute. Vielleicht startest du auch gerade in deinen Tag, vielleicht schaust du dir das oder praktizierst du diese Praxis zu einer ganz anderen Tageszeit. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir zusammen, wenn auch nur virtuell, gemeinsam auf der Matte sind. Und mein Name ist Swantje und ich nehme dich heute mit in ein kleines Einchecken bei dir selber, wieder landen bei dir selber, über Bewegung, über Atem, über Präsentsein mit dir, was in diesem Moment gerade wirklich lebendig ist in dir. Und meine Einladung heute an dich ist, immer wieder zu forschen, immer wieder reinzuschauen, was brauchst du eigentlich? Und ich finde es ganz spannend, diese Frage, nicht nur was brauchst du, sondern auch die Abgrenzung davon, von was möchtest du, was willst du? Und manchmal denken wir im ersten Moment, es ist dasselbe. Ich kenne das von mir. Und meist, wenn ich wirklich bei mir ankomme, auf der Matte oder durch andere Techniken, Embodiment oder Tanz oder Kakao zum Beispiel auch, dann merke ich häufig, dass das, was ich will und was ich möchte, dass das nicht unbedingt das ist, was mein System, was ich wirklich brauche, was vielleicht auch mein Körper in dem Moment braucht. Und deswegen meine Einladung heute an dich, wirklich zu schauen, was brauchst du heute? Was ist da, was möchte gespürt werden, was möchte gesehen werden, was möchte gefühlt werden? Und was ist etwas, was du willst, wo du vielleicht auch hin willst, aber vielleicht ist das nicht immer das, was du auch brauchst. Wenn das mit dir resoniert heute, dann lass das die Einladung für diese Praxis sein. Und dann finde hier einmal deinen aufrechten Sitz, ruckel dich zurecht, setz dich gerne leicht erhöht, zieh nochmal das Sitzfleisch unter deinem Gesäß ein wenig nach hinten weg, sodass deine Sitzbeinhöcker richtig gut auf der Unterlage, auf der Erde aufliegen und Kontakt mit dieser haben. Und dann schieb deine Wirbelsäule noch einmal Richtung Decke, Richtung Himmel. Nimm die Schultern mit dem Einatmen nochmal weit über vorne zu deinen Ohren hoch und lass sie mit dem Ausatmen nach hinten unten sinken. Und finde einen ganz angenehmen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln oder im Schoß, dort, wo sie ganz natürlicherweise hinfallen. Und wenn das stimmig für dich ist, wenn es sich gut anfühlt für dich und lausch da wirklich auf dieses, was brauchst du heute, dann schließ hier gerne deine Augen oder lass deinen Blick weich vor dir auf die Erde fallen. Und um hier gemeinsam zu landen heute in unserer Praxis, in unserem Morgen, vielleicht auch in unserem Abend, wo auch immer du gerade bist, lass uns 3 tiefe Atemzüge gemeinsam nehmen. Atme tief ein durch deine Nase, füll deinen Bauch, deinen Brustkorb mit ganz viel neuer Luft. Halte kurz am höchsten Punkt. Atme lösend über deinen Mund aus. Gern mit Seufzen, mit Geräusch, mit Klang. Atme tief ein durch deine Nase. Kurzes Halten. Atme lösend aus. Tief ein. Saug noch ein wenig mehr Luft ein. Und noch ein wenig mehr. Und dann halte auch hier wieder am höchsten Punkt in der Fülle deines Einatems in dieser Pause. Lass deinen Bauch weich werden, Beckenboden entspannt, Schultern gleiten deinen Rücken hinab, Kiefer und Stirn gelöst. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Und lass dich mit diesem letzten Seufzer, diesem Aushauchen, diesem Ausatmen noch einmal wirklich landen. In deinem Sitz, in deinem Körper, in deinem Nervensystem. So wie du heute hier bist, so wie du heute auf deine Matte gekommen bist. Nimm einmal, während dein Atem zu seinem normalen Rhythmus zurückfindet, ohne dein Zutun. Nimm einmal wahr, welche Geräusche um dich herum sind. Vielleicht auch Geräusche deines Körpers, den Bauch gluckern. Vielleicht
Nimmst du auch die Temperatur und die Qualität der Luft um dich herum wahr? Spür ganz bewusst den Kontakt deines Körpers mit der Erde, wo auch immer dein Körper diese berührt. Kannst du hier mit jedem Ausatmen dich noch ein wenig schwerer werden lassen, noch ein wenig mehr in diese stabile, feste Erde, Unterlage unter dir dich sinken lassen. Während deine Wirbelsäule aufrecht bleibt, dein Herz sanft gehoben, deine Schultern, die noch einmal sanft vom Gewicht deiner Ellenbogen Richtung Erde gezogen werden. Lass Raum zwischen deinen Zahnreihen und Lippen entstehen, sodass sich deine Zunge in deinem unteren Gaumen ausbreiten darf. Und vielleicht sind da auch noch andere Gesichtsmuskeln, die noch ein wenig nachgeben dürfen, ein wenig schwerer sich lösen hinter deiner Stirn, zwischen deinen Augenbrauen. Und dann bring deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit von diesen äußeren Geräuschen, diesen äußeren Empfindungen mehr und mehr zu dir nach innen, mehr und mehr zum Atem. Und schau mal, wie ist dein Atem heute? Wo bewegt er dich? Wie ist deine Qualität? Und kannst du über den Fokus auf deinen Atem mehr und mehr in deinem System, bei dir, in deinem Inneren landen? Für ein erstes Hineinlauschen, Hineinhorchen hier, was du heute brauchst in diesem Moment. Vielleicht zeigt sich da gleich etwas, vielleicht ist da aber auch Stille und erstmal ein wenig Zögern, ein nicht ganz klares, was du brauchst. Beides ist okay, nimm es wahr. Dann atme hier noch einmal tief ein. Ganz lösend aus. Lass die Fingerspitzen Richtung Erde sinken. Einatmen, heb die Arme in einem großen Kreis über deinen Kopf. Lass deine Handflächen und Fingerkuppen sich dort berühren. Und ausatmen. Zieh die Daumen heute ganz zärtlich über die Körpervorderseite bis vor dein Herz. Schau mal, ob du wirklich von deiner Stirn bis zum Herzen einmal über deine Haut sanft streichst. Einatmen, heb die Arme wieder über die Seite. Und ausatmen noch einmal so, nimm Kontakt zu dir auf. Lass die Daumen über deine Stirn, deine Nase, deine Lippen, dein Kinn, dein Hals bis vor dein Herz wandern. Einatmen, heb die Arme über die Seite. Und ein letztes Mal ausatmend. Lass die Daumen hinabstreichen über deine Körpervorderseite bis vor dein Brustbein, dein Herz, Anjali Mudra. Heb hier noch einmal dein Herz, deinen Daumen entgegen. Spür die Wärme deines Brustkorbs, den Herzschlag gegen deine Daumen. Nimm dir deinen Fokus, deine Intention für heute. Vielleicht ist es dieses Thema von hineinspüren, was brauchst du im Gegensatz zu was möchtest du, was willst du. Wenn du einen anderen Fokus heute hast, dann ist auch dieser herzlich willkommen. Für was auch immer du dich entscheidest. Atme tief in deinen Herzraum ein. Füll diese Intention, diesen Fokus für deinen Tag mit Leben, mit Prana. Atme lösend aus. Und du kannst die Augen weich Richtung Erde gerichtet lassen. Du kannst sie aufblinzeln. Du kannst sie geschlossen lassen. Wir gehen in ein paar Runden vollständigen yogischen Atem, Maha-Yoga Pranayama. Und wir gehen sanft da rein. Nimm dazu einmal deine Hände auf deinen Bauch. So um den Bauchnabel rundherum, lass die Fingerspitzen sich gern berühren. Und
Und dann lass die nächsten 5 Atemzüge ganz bewusst in deinen Bauch hineinströmen mit dem Einatmen. Spür, wie die Hände auseinander gleiten. Und mit dem Ausatmen fällt Bauchdecke Richtung Wirbelsäule zurück und auch die Finger kommen wieder näher zueinander. Tief ein in deinen Bauch. Bauch wirkt sich aus in deine Hände. Und ausatmet, Hände und Bauchdecke kommen näher zu deiner Körpermitte. Mach das noch 3-mal tief in deinen Bauch, in deinem Atemrhythmus. Versuch Brustkorb und Rippen dabei so unbeweglich wie möglich zu halten, sodass wirklich nur dein Bauch sich bewegt. Noch einmal so tief ein in deinen Bauch. Vollständig ausatmet aus deinem Bauch. Und dann bringst du deine Hände eine Etage höher auf deine Rippen rum. Schau gern, dass du den Daumen hinten auf die Rippen bringst und die Finger hier vorne an die seitlichen Rippen, dass du deinen Brustkorb in den Händen hältst. Und dann lass die nächsten 5 Atemzüge ganz bewusst in diese seitliche Rippenregion fließen. Und das kann herausfordernd sein am Anfang. Vielleicht schließt du dabei wieder deine Augen und mit dem Einatmen lässt du deine Rippen sich zu den Seiten, nach vorne, nach hinten aufdehnen und mit dem Ausatmen wieder zusammenfallen. Auch das 5-mal und du wirst merken, das Volumen an Luft, was du hier einatmen kannst, ist viel kleiner als im Bauch. Spür, wie deine Rippen, deine Hände zu den Seiten, nach außen, nach vorne, nach hinten schieben. Mit dem Einatmen und wie mit dem Ausatmen, wie bei einem Korsett, alles enger zu deiner Körpermitte zusammenfällt. Mach das noch einmal. Atme aus und dann bring deine Hände hier oben auf deine oberste Brustkorbregion, knapp unter den Schlüsselbeinen. Und dann lass die nächsten 5 Atemzüge hier reinfließen. Und da ist nur ganz wenig Platz. Das wird sich sehr eng, sehr kurzatmig anfühlen. Mach das 5-mal. Ein und aus. Und ein und aus. Während Bauch und Rippen ruhig bleiben hier, sich nur diese oberste Region deines Brustkorbs bewegt. Okay. Und dann bring eine Hand auf deinen Herzraum, eine auf deinen Bauch. Und wir verbinden jetzt diese 3 Bereiche für den großen yogischen Atem, Maha-Yoga Pranayam oder auch manchmal dreigeteilter Atem genannt oder vollständiger Atem. Atme nochmal tief, tief durch deine Nase ein. Vollständig lösen durch deinen Mund aus. Und dann atme ein in deinen Bauch. 2, 3. Seitliche Rippen. 2, 3. Schlüsselbein. 2. Halte kurz. Atme aus. Schlüsselbeine. Seitliche Rippen. Bauch. Atme ein. Bauch. 2, 3. Rippen. 2, 3. Schlüsselbeine. 2. Halte kurz. Ausatmen. Schlüsselbeine. Rippen, Bauch. Atme ein, Bauch, Rippen, Schlüsselbein. Aus, Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Ein, Bauch, Rippen, Schlüsselbeine. Aus, Schlüsselbein, Rippen, Bauch. Mach das in deinem Rhythmus weiter. Nacheinander mit dem Einatmen diese 3 Bereiche deines Atemwegstraktes von unten nach oben füllend, kurz halten und ausatmen von oben nach unten, umgekehrte Reihenfolge wieder leerend. Füll und leere nacheinander diese 3 Bereiche deiner Lunge für diesen vollständigen Atem. Und je mehr du da reinkommst, kannst du nach und nach diesen Übergang von Bauch zu Rippen zu Schlüsselbeine fließender gestalten, sodass es nicht mehr dieses kurze Stoppen gibt, sondern dass du nacheinander erst den Bauch, die Rippen,
die oberste Region deines Brustkorbs füllst, kurz hältst und umgekehrte Reihenfolge wieder ausatmest. Mach das noch für 5 Atemzüge so. Du kannst deine Hände auch sinken lassen, wenn du ein Gespür dafür bekommen hast. Letztes Mal tief ein, so. Füll bis zur höchsten Spitze deiner Lungenflügel. Halte kurz und ausatmend. Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Lass deine Hände sinken, wenn du sie noch auf deinem Körper hattest. Atme für den Moment ganz natürlich, ganz normal. Spür einen Moment nach. Nimm wahr. Und vielleicht ist da ein Gefühl von mehr Weite, von mehr Ausdehnung im Brustraum. Ein Gefühl von mehr Sauerstoff aufgenommen, mehr altes CO2 abgegeben. Sehr schön. Atme noch einmal ein. Lösend aus. Lass deine Hände wieder sinken. Blinkelst die Augen auf. Einatmen. Heb die Arme weit über die Seiten. Und ausatmen. Dreh dich nach rechts auf. Bring die linke Hand an die Außenseite vom rechten Knie. Die rechte Hand hinter dich aufgestellt wie eine zweite Wirbelsäule, sodass sie dich stützt im unteren Rücken. Und mit jedem Einatmen lässt du nochmal wieder den Atem so tief wie eben einströmen. Richtest deine Wirbelsäule auf und mit dem Ausatmen Nabel zieht zur Körpermitte. Du bleibst in der Drehung. Du kannst über deine hintere Schulter zurückschauen oder du lässt deinen Blick über dein Brustbein ausgerichtet, was ein wenig angenehmer für den Nacken sein kann. Jeder Einatmen schafft Länge, lass nochmal die Schultern, deinen Rücken herabgleiten. Mit dem Ausatmen bleibst du in der Drehung. Noch für 3 Atemzüge hier. Kannst du auch hier nacheinander immer noch diese 3 Bereiche deiner Lunge füllen und leeren. Atme tief ein, lösend aus. Mit dem Einatmen drehst du dich wieder zur Mitte auf, hebst die Arme und ausatme, drehst dich nach links. Rechte Hand an die Außenseite von deinem linken Knie und die linke Hand stellt hinter dir auf den Fingerspitzen, auf der Faust, wenn das unangenehm ist. Atme ein, zieh dich in die Länge, werde ganz gerade und ausatme, beginn dich in diese Drehung hinein zu bewegen. Und schau auch hier wieder, was möchtest du und was brauchst du? Braucht dein Nacken es wirklich, dass du über die hintere Schulter zurückschaust? Oder ist das heute gar nicht das, was dein Körper möchte und braucht, sondern was du möchtest, weil du denkst, so geht es richtig? Schau einmal, was da ist. Und sei da ganz ehrlich mit dir selber und ganz liebevoll. Und hör wirklich auf das, was brauchst du. Und es kann auch sein, dass du es brauchst, dass der Kopf sich über deine Schulter zurückdreht. Vielleicht ist das genau die Dehnung, die dein Nacken heute wirklich braucht. Aber frag dich das immer wieder. Ist es ein Brauchen oder ein Wollen? Atme noch einmal tief ein, vollständig aus. Und einatmen, dreh dich wieder zur Mitte auf. Mit dem Ausatmen bringst du die Hände einmal nach vorne, rollst über deine Knie in einen Vierfüßlerstand. Und ich habe es heute ganz vergessen zu sagen. Es ist ganz schön, wenn du 2 Blöcke da hast oder 2 Bücher. Du brauchst es nicht zwingend, aber wenn du es sowieso in der Nähe hast, dann nimm sie dir gerne.
Ich muss wieder daran denken, das nächste Mal gleich zu sagen. Bring deine Hände unter die Schultern, die Knie unter deine Hüften. Und dann lass mit dem Einatmen deinen Bauch und dein Herz sinken. Schau nach vorne. Mit dem Ausatmen beginnst du beim Steißbein deine Wirbelsäule zu runden. Bringst dich in die Katze mit dem Katzenbuckel. Schaust zum Nabel. Und einatmend lässt Bauch und Herz wieder sinken. Geführtes Hohlkreuz. Und dann beginn hier deine Katze-Kuh zu erforschen. Und auch hier wieder, was brauchst du heute? Brauchst du diese ganz klassische Vor-Zurück-Bewegung? Und dann bleib dabei. Herzlich gerne. Aber vielleicht brauchst du heute auch mehr Freiraum hier. Und dann schau, wie mehr Freiraum für dich aussieht. Vielleicht ist mehr Freiraum ein Schlängeln der Wirbelsäule. Vielleicht ist mehr Freiraum den Kopf hängen lassen und dann hier Kreise drehen. Vielleicht brauchst du auch gerade gar keine Bewegung hier, sondern möchtest in die Stille ins Kind kommen. Auch das ist völlig. Nimm dir die nächsten so 1-2 Minuten ganz bewusst zum Spielen. Und zum Forschen, was möchtest du hier? Was brauchst du hier? Und ist, was du möchtest und was du brauchst gleich? Oder sind das zwei verschiedene Sachen gerade? Und wenn da ein tieferer Ausatmen kommen möchte mit einem Seufzen, dann lass das gern geschehen. Lass dich auch deine Stimme Raum bahnen, wenn sie es braucht, dass sie mal ein bisschen sich laut machen darf. Was sie eigentlich immer darf, aber ich weiß, dass wir das im Alltag häufig zurückhalten. Vielleicht brauchst du es auch mal, dass du hier nicht mit dem Einatmen den Brustkorb öffnest, sondern dass du mit dem Einatmen in die Katze gehst, rundest und dann mit dem Ausatmen hier deinen Brustkorb sinken lässt. Probier dich aus, spiel und forsche. Wenn du merkst, du möchtest in irgendeiner Position länger verweilen, weil es sich da gut anfühlt und dein Körper danach schreit oder so leise sagt, er möchte da bleiben, dann tu auch das gerne. Gut, und dann komm hier, einatmet wieder nach oben, richte dich aus. Saug einmal deine Körpermitte sanft, nicht deine Körpermitte, saug deinen Nabel sanft zur Körpermitte. Lass deine Körpermitte fest werden und dann mit dem Einatmen streckst du dein rechtes Bein lang nach hinten aus, schaust nach vorne. Und ausatmen, ziehst das Knie zur Nasenspitze, schiebst dich aus den Händen raus, wirst rund. Einatmend öffnest. Ausatmen, Knie Richtung Nasenspitze. Drück dich aus deinen Händen und aus dem Knie raus. Einatmen, streck wieder. Schau nach vorne. Und ausatmen, runde. Und diesmal bring deinen rechten Fuß zwischen deine Hände. Du kannst gerne einmal die hinteren Zehen unterstülpen, dein hinteres Knie nochmal so ein bisschen anheben, nach hinten wandern. Und wenn du hast, dann nimm dir hier herzlich gerne deine Blöcke unter deine Hände. Ansonsten komm gerne einfach mit den Händen oben aufs Knie, sodass du da in der Wirbelsäule schön aufrecht bleiben kannst. Und wenn du deine Blöcke hast, dann nimm sie dir auf die Höhe, die angenehm ist. Vielleicht auch ein bisschen näher hin zu den Hüften. Und beginne einmal Kreise mit der Hüfte über das hintere Knie zu drehen. Wenn deine Blöcke gerade nicht in Reichweite sind, dann kannst du hier oben bleiben, die Wirbelsäule aufrecht, ziehst nochmal die Schultern zurück. Beginnst so ein bisschen vor und zurück zu pulsieren. Ganz sanft. Und auch hier wieder, was braucht dein Körper heute? Was brauchst du hier? Und was willst du vielleicht? Wo willst du hin, was aber gar nicht das ist, was du heute brauchst? Okay. Ganz egal, ob du hier unten noch auf deinen Blöcken gerade am Kreisen bist oder schon mit den Händen auf deinem Oberschenkel. Bring auf jeden Fall jetzt einmal beide Hände auf deinen rechten Oberschenkel, richte dich auf, atme aus und einatmend heb die Arme über vorne. Ausatmen, vielleicht sinkst du ein kleines bisschen tiefer, ohne diese Aktivierung in deiner Bauchmitte aufzugeben. Atmest nochmal ein
Mit dem Ausatmen kommt deine rechte Hand oder dein rechter Unterarm auf deinen rechten Oberschenkel. Atme ein, lass deine Fingerspitzen Richtung Decke ziehen, als würdest du die Decke anfassen wollen. Und ausatmen, du lehnst dich nach rechts rüber. Handfläche von der oberen Hand ist Richtung Erde. Und dann lass deinen Blick gerne unter dem oberen Arm Richtung Himmel, Richtung Decke nach oben kommen. Atme hier tief. Spür die Dehnung im linken Hüftbeuger, in der linken Flanke. Atme tief ein. Und dann ausatmen, lass die linke Hand über die rechte Seite nach unten kommen. Gerne wieder deinen Block finden mit der linken Hand. Atme hier aus und einatmen, der rechte Arm zieht weit zur Decke hoch. Lass Raum zwischen Bauch und Oberschenkel. Und versuch hier, so gut es geht, die rechte Schulter über die linke zu stapeln. Vielleicht schaust du deiner Hand, der oberen, hinterher. Noch ein paar Atemzüge hier. Press gut in die linke Hand. Atme ein. Und ausatmen, die rechte Hand kommt wieder nach unten auf den Block oder die Erde. Einatmen, schau noch einmal nach vorne, heb dein Herz. Vielleicht kommst du dazu auf die Fingerspitzen. Und ausatmend, bring dein rechtes Bein zurück in den Vierfüßlerstand. Hände wieder unter deinen Schultern, Knie unter deinen Hüften. Und dann atme ein, das linke Bein streckt lang nach hinten weg. Da knackt es bei mir in der Hüfte. Ausatmen, linkes Knie Richtung Nasenspitze. Einatmen, streck dich wieder lang, schau nach vorne. Hände gut aufgefächert, gut in der Matte. Ausatmen, Runde. Noch einmal einatmen, streck dich. Und ausatmen, linkes Knie Richtung Nasenspitze. Halte hier kurz und dann bring deinen linken Fuß zwischen deine Hände. Stülp die hinteren Zehen noch einmal um, heb dein Knie kurz, wandere den Fuß ein kleines Stück weiter nach hinten, sodass du nicht direkt auf der Kniescheibe ablegst. Und dann finde auch hier wieder deine Blöcke oder alternativ die Hände auf deinem Oberschenkel, wenn du, weil ich es nicht gesagt habe, keine Blöcke oder Bücher in der Nähe gerade hast. Und dann beginn hier, egal wo du bist, auf den Blöcken, auf der Höhe, die du möchtest. Oder hier oben, wieder ein bisschen Bewegung in deine Hüfte zu bringen. Was brauchst du hier? Gut. Und ganz egal, wo du bist, ob du noch auf den Blöcken mit den Händen bist oder auf deinem Knie, bring einmal beide Hände auf deinen linken Oberschenkel, richte dich auf, zieh die rechte Hüfte über dein rechtes Knie, atme ein, heb beide Hände über vorne. Zieh nochmal die kleinen Fingerspitzen ein wenig näher zueinander, sodass Raum zwischen deinen Schulterblättern entsteht. Atme hier ein. Mit dem Ausatmen bring deine linke Hand, deinen linken Unterarm auf deinen linken Oberschenkel. Einatmen, rechte Fingerspitzen wollen noch mehr Richtung Decke, du streckst dich ganz lang und ausatmen, lehnst dich nach links. Vielleicht schaust du unter deinem oberen Arm zur Decke, spürst die Dehnung in den rechten Zwischenrippenmuskeln, im rechten Hüftbeuger. Tiefe Atemzüge hier. Atme noch einmal tief ein und dann ausatmen. Lass die rechte Hand über das linke Knie kommen, in so einem Kalbkreis. Wieder deinen Block oder die Erde finden. Und einatmen, der linke Arm hebt nach oben. Dreh dich auf zur linken Seite. Stapel die linke Schulter über deiner rechten. Zieh nochmal mit jedem Ausatmen den Nabel zur Körpermitte, wie auch eben im Sitzen vorhin. Halt hier für ein paar Momente. Tief ein und aus. Atme noch einmal ein. Mit dem Ausatmen umrahm wieder deinen vorderen Fuß mit deinen Händen. Atme ein, heb den Blick. Vielleicht lässt du auch die Fingerspitzen schweben, wenn keine Blöcke da sind. Und ausatmend steig einmal mit deinem rechten Fuß nach vorne in eine Vorwärtsbeuge. Lass dich hier aushängen. Greif gern die gegenüberliegenden Ellenbogen. Beug die Knie so weit, dass dein Rücken lang bleiben kann.
Vielleicht schlenkerst du dich so ein bisschen von Seite zu Seite. Atme nochmal tief, tief ein. Ganz lösend aus. Löst die Hände von den Ellenbogen, wenn du sie dort hattest. Bring beide Hände in die Matte. Atme ein und ausatmen. Steig von hier in einen herabschauenden Hund. Lass deine Hände sich gut in die Erde pressen. Knie gebeugt. Steißbein möchte dein höchster Punkt werden. Vielleicht wechselst du, beziehungsweise beugst du hier abwechselnd rechtes und linkes Knie. Und fühlst doch einmal rein, was möchte dein Hund hier? Was möchte dein Körper in dieser Haltung? Nimm dir noch einen Atemzug. Und dann mit dem Einatmen bring deine Knie zur Matte. Lass die Knie einmal mattenweit auseinander kommen, die großen Zehen zueinander. Und mit dem Ausatmen schiebst du deinen Po auf deine Fersen zurück. Schaffst dir nochmal ganz viel Länge. Bevor du dich ablegst, presst nochmal richtig gut in deine Hände, schiebst dein Gesäß zurück. Und dann kannst du deine Stirn auf einen Block oder ein Kissen bringen. Oder du lässt deine Stirn auf die Erde kommen. Und dann nimm dir hier tiefe Atemzüge und spür hier nach, was brauchst du hier. Und für die meisten Körper ist das Kind eine angenehme Haltung. Es gibt aber auch Körper, für die es absolut nicht angenehm ist. Wenn das dir so gehen sollte, dann nimm dir eine andere Haltung, die hier entspannt für dich ist. Und komm auch hier noch einmal für ein paar Atemzüge in den tiefen yogischen Atem. Lass mit dem Einatmen deinen Bauch sich ausdehnen, dann die seitlichen Rippen, dann die Schlüsselbeinregion. Halte kurz und ausatmen, Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Mach das für dich noch ein paar Mal. Füll deinen gesamten Atemwegstrakt so. Spür, wie du die gesamte Kapazität deiner Lunge so besser ausnutzen kannst. Lass die nächsten 3 Ausatemzüge dich nochmal über deinen Mund verlassen. Atme tief ein in deinen Bauch. Lösend aus. Tief ein. Noch einmal so. Dann ganz langsam wander mit deinen Händen näher zu deinen Knien, richte dich hier auf, komm zu einem Fersensitz. Wenn der Fersensitz nicht angenehm für dich ist, dann kannst du auch wieder in den Schneidersitz ins Sukhasana kommen. Ansonsten bleib gerne hier. Und dann bring von hier noch einmal eine Hand auf dein Herz, eine auf deinen Bauch. Lass deinen Atem tief in deinen Bauch sinken mit jedem Einatmen. Vollständig lösend aus. Und komm wieder zurück zu dieser Frage, was brauchst du in diesem Moment? Spür mal rein, wie dein Atem geht, wie du deinen Herzschlag fühlen kannst. Die Wärme deiner Haut unter deinen Händen. Vielleicht auch die Wärme deiner Hände auf deinem Körper. Spür wirklich noch einmal rein, was brauchst du jetzt gerade? Ist da vielleicht eine Bewegung, eine Dehnung, vielleicht auch eine Berührung von dir selbst, die du jetzt brauchst? Nicht, was du willst oder was du möchtest, sondern wirklich, was ist da ein Bedürfnis deines Körpers, vielleicht auch
deines Nervensystems. Was brauchst du hier? Und schau mal, was es bei dir ist. Ich merke, dass es bei mir so ein kreisendes Streichen auf meinem Brustkorb ist mit einer Hand. Dass mir das gerade richtig gut tut, dass das etwas ist, was ich gerade brauche. Genauso wie diesen tieferen Ausatmen, den hat mein System auch gerade gebraucht. Spür für dich einmal rein. Nimm dir hier noch ein paar Momente Zeit mit dir selber. Ganz egal, was da jetzt gerade bei dir war. Lass diese Berührung, diese Bewegung enden. Bring noch einmal beide Hände in deinen Schoß. Gern die Handflächen ganz empfangend nach oben gedreht. Nimm dir ganz bewusst noch einmal 1 Minute in Stille, um nachzuspüren. Dem, was jetzt in dir lebendig ist. Dem, was sich vielleicht auch während der Praxis gezeigt hat. Und wenn deine Gedanken dabei auf Wanderschaft gehen, dann bring sie ganz sanft wieder zu deinem Atem, vielleicht auch zu deinem Herzschlag zurück. Und spür nach. Atme tief ein. Ganz lösend aus. Noch 2-mal so tief ein. Lösend über deinen Mund aus. Tief, tief ein. Lösend aus. Bring deine Hände in einer Geste der Dankbarkeit vor deinem Herzen zusammen, vielleicht auch auf deinem Herzen. Wie auch immer das für dich ausschauen mag. Dann blinzel die Augen hier sanft wieder auf, wenn du soweit bist. Schau dich in dem Raum um, in dem du jetzt gerade praktizierst. Vielleicht schaust du aus dem Fenster, orientierst dich erstmal wieder. Nimmst dir vielleicht ein paar tiefere Atemzüge. Bedankst dich bei dir selber, dass du heute auf die Matte gekommen bist, heute Morgen für dich praktiziert hast. Und auch ich danke dir für diese gemeinsame Praxis. Ich freue mich, dass du dabei warst. Es ist so schön, mit euch hier live morgens zu üben und euch das auch im Nachhinein dann zur Verfügung zu stellen, gerade wenn wir mal nicht in Person zusammen üben können. Dann ist das ganz schön für mich. Deswegen, ich würde mich auch riesig freuen, wenn du deinen Kommentar im Anschluss an das Video hier hinterlässt oder mir ein Like gibst oder meinen Kanal abonnierst und ja, weil ich das einfach gerne weiter mit euch teilen möchte. Und dann hab einen ganz wunderbaren Tag, genieß was auch immer du tust und
Ich lade dich wirklich dazu ein, dir immer wieder diese Momente zu nehmen, reinzuspüren, okay, was brauche ich jetzt gerade? Und ist, was ich brauche, identisch mit dem, was ich möchte? Ich danke dir. Namaste.